Diese Geschichte ist anders als alle anderen Zusammenfassungen, die wir gemacht haben. Unser Hauptcharakter ist niemand Geringeres als eine schwache Schlange, die zufällig ihr Bewusstsein freigeschaltet hat. Sie erlangte Intelligenz, bis zu dem Punkt, an dem sie jetzt weiß, wie sie sich verteidigen und am Leben erhalten kann, gegen diese verdammten Schlangenfänger-Kultivatoren. Diese Schlange ist kein lahmer MC. Beobachte, wie sie Dämonenbestien verschlingt, die 10 oder sogar 100-mal größer sind als sie. Die Geschichte beginnt in diesem ländlichen Dorf. Da es dunkel wurde, wurde den Leuten auf den Straßen geraten, schnell nach Hause zurückzukehren. Ihr Ort war in letzter Zeit nicht friedlich. Ein Mann wies die Dorfbewohner an, das Räucherwerk anzuzünden und ihre Türen ordentlich zu verschließen, um zu verhindern, dass die alte schwarze Schlange ins Haus kommt. Ein Gerücht über die alte schwarze Schlange macht die Runde, dass diese Schlange vor einigen Tagen im Berggotttempel 2 weitere Menschen verschlungen hat, und einer dieser Menschen ist ein Kultivator gewesen. Der Mann, mit dem er sich unterhält, antwortete, dass er nichts davon wisse, dass die Schlange einige Leute gefressen habe. Aber er habe gehört, dass in letzter Zeit Hühner und Enten im Dorf verschwunden seien. Ein Kind schlug seinem Vater vor, die Hühner auch ins Haus zu bringen. Er weiß, dass es stinken wird, aber er denkt, dass es besser ist, als die Hühner zu verlieren. Der Vater stimmte zu, dass es besser ist, als das Huhn an die alte schwarze Schlange zu verlieren. Sie beschlossen, nach Hause zu gehen. Der Vater beschwerte sich, dass sich die Häuser, an denen sie vorbeikamen, kalt anfühlten. Sie ahnten nicht, dass sich in diesem verlassenen Haus etwas befindet. Eine Schlange begann zu zischen. Sie wusste, dass die alte schwarze Schlange, von der sie sprachen, er selbst ist, aber er bestreitet, alt zu sein, noch hält diese Schlange sich für gruselig. Er hörte das Gerücht über die 2 Menschen von vor ein paar Tagen und er hat sie tatsächlich verschlungen. Ein Mann schrie um Hilfe. Er wurde als menschenförmige Pille bezeichnet und ihm wurde gesagt, dass er für sein Leben bezahlen muss, besonders nachdem er sich von den Heilkräutern gemästet hatte. Der Mann weinte und flehte um Gnade, da er nicht gefressen werden wollte. Er betete immer wieder zum Berggott, ihm zu helfen. Damals konnte die Schlange nicht verstehen, was sie sagten, aber der Typ sah wirklich elend aus, also beschloss die Schlange, sein Leiden zu beenden und aß den Mann. Und dann kam eine andere Person herein. Der alte Mann fühlte sich schlecht, seine menschenförmige Pille auf diese Weise zu sehen. Die Schlange empfand den alten Mann als bemitleidenswert und elend. Der alte Mann zeigte auf die Person, die verschlungen wurde, da es seine menschenförmige Pille ist, die er 10 Jahre lang verfeinert hat. Er forderte, dass der Mann zurückgegeben wird. Er beschloss, diese beiden wieder zu vereinen. Aber die Schlange erwartete nicht, was als nächstes passieren würde. Er hat plötzlich einen Durchbruch. Er entwickelte nicht nur einen Dämonenkern, sondern erweckte auch Intelligenz. Von da an lernte er viele gefährliche und beängstigende Dinge, die er vorher nicht wusste. Eines, das diese Schlange lernte, ist, dass die schwarz gekleideten Menschen, die ihn damals jagten, Schlangenfänger genannt wurden. Sie alle waren Kultivatoren aus der Schlangenfängersekte. Die Schlange sah einmal, wie sie eine riesige Netzpython umzingelten. Er erkannte, dass diese menschlichen Kultivatoren wirklich stark waren. Die Schlange erfuhr, dass Kultivatoren ihre Stärke immer weiter steigern können, wenn sie kultiviert haben. Sie begannen mit dem Chi-Verfeinerungsstadium, zum Fundamentetablierungsstadium, dann zum Kernbildungsstadium, sogar zum Seelenstadium. Die Schlange wusste, dass seine früheren Fluchten dem Glück zu verdanken waren. Er erkannte, dass Menschen beängstigend sind, aber Kultivatoren sind noch beängstigender. Es war nicht einfach für die Schlange, seine Intelligenz zu erwecken, und das motivierte ihn, zu überleben. Aus diesem Grund erkannte die Schlange, dass die Jagd auf Raubtiere und Menschen zu viele Risiken birgt und das Stehlen von Geflügel die sicherere Option ist. Der Schlangenbauch knurrte, weil er wieder Hunger bekommt. Nicht nur ein paar Hühner und Enten füllen ihn nicht mehr, sie werden auch immer schwerer zu stehlen. Die Schlange hörte, dass das Dorf des Chen-Clans viele reiche Leute hat, die Schweine züchten. Er beschloss, stattdessen dort zu stehlen. Die Schlange bemerkte, dass Menschen sich gerne Namen geben. Er mochte es nicht, dass die Menschen ihn immer wieder eine alte Schlange nannten, obwohl er nicht so alt ist. Die Schlange beschloss, dass sein Name Sneki sein soll. Später in dieser Nacht im Dorf des Chen-Clans schlich sich Sneki in den Schweinestall. Die Schweine waren alle ahnungslos. Als Sneki das fette Schwein sah, wusste er, dass es genug war, um seinen Magen zu füllen. Sneki inspizierte die Umgebung und vermutete, dass die Menschen, die die Schweine großgezogen hatten, bereits ins Bett gegangen waren. Sneki hielt sich nicht zurück und verschlang die Schweine. Die anderen Schweine wachten auf und machten laute Geräusche, während sie wegliefen. Die Schlange will, dass sie aufhören zu schreien, da sie ihn vielleicht umbringen, wenn sie Leute anziehen.
Sneki zielte auf ein anderes Schwein und verschlang es. Er war glücklich und satt. Erst zu diesem Zeitpunkt erkannte er, dass er zu viel gegessen hatte. Er beschloss zu schlafen, da noch Zeit ist, bevor die Menschen ihren Tag beginnen, was ihm helfen würde, zu verdauen, bevor er geht. 2 Stunden später schrie ein Mann, dass ein Bengel seine Frau gestohlen hat. Jemand schlug vor, dass der Mann aufhören sollte, Shenfan zu schlagen, weil es aussah, als hätte der Typ aufgehört zu atmen. Aber der Mann kümmerte sich nicht darum, da der Bengel es gewagt hatte, Meisters Frau zu stehlen. Sie machten sich auf den Weg zum Schweinestall. Die Schlange wachte auf und sah sie kommen. Sneki: Menschen sind beängstigend, also beschloss er, sich zu verstecken. Der Mann beschloss, den Bengel in den Schweinestall zu werfen. Sneki versteckte sich hinter den Brettern an der Decke und hoffte, dass die Menschen ihn nicht bemerken würden. Der Mann informierte seinen großen Bruder, dass der Bengel nicht mehr atmet. Der Mann antwortete, dass es gut ist, dass der Bengel tot ist und seine Leiche Futter für die Schweine sein würde. Sie verließen den Schweinestall und beschwerten sich, dass es stinkt. Ein Mann bemerkte auch, dass die Anzahl der Schweine abgenommen hatte. Die Schweine näherten sich dem Körper. Sneki hatte vorher gehört, dass ein toter Mensch Pech bringt, also beschloss er, schnell zu gehen. Zu seiner Überraschung öffnete der Mensch seine blutunterlaufenen Augen. Sneki war überrascht, dass der Mann wieder zum Leben erweckt wurde. Er fragte sich, ob dieser Mann nur vorgab, tot zu sein. Der Mann begann laut zu lachen und sagte, dass er, ein Unsterblicher, endlich jemanden besessen und wiedergeboren wurde. Zufälligerweise ist der Name des Besitzers des Körpers und sein Name derselbe, Shenong. Die unsterbliche Seele, die in den Körper übergegangen war, bemerkte, dass der vorherige Besitzer des Körpers Abschaum war. Die Verlobung wurde aufgelöst und sein Kern zerstört, aber diese unsterbliche Seele, die den Körper übernommen hatte, beschloss, Rache für den armen Mann zu nehmen. Sneki fragte sich, mit wem der Mann sprach. Die unsterbliche Seele untersuchte den Körper und stellte fest, dass er schwer verletzt war. Wäre er nicht von ihm besessen, wäre der Körper gestorben, aber die Verletzungen sind kein Problem für ihn. Sneki wusste, dass es schlecht für ihn wäre, länger zu bleiben. Der Mann drehte sich um und sah Sneki. Er erkannte, dass es sich um ein spirituelles Tier handelte. Sneki geriet innerlich in Panik, dass er nun entdeckt wurde. Er war besorgt, dass der Mann ein hochstufiger Kultivierender oder, noch schlimmer, ein Schlangenfänger war. Der Mensch kümmerte sich nicht um ihn, da die Schlange nur ein niedrigstufiges spirituelles Tier war, das es nicht einmal wert war. Der Mann setzte sich mit gekreuzten Beinen hin. Er konzentrierte sich darauf, seine Energie zirkulieren zu lassen, um zu heilen und seine spirituelle Energie freizusetzen, um die Schlange zu verscheuchen. Während er das tat, erschien ein Gegenstand. Der Mann hatte nicht erwartet, dass der höchste Schatz des Dämonenclans, der göttliche Dämonenkessel, auch mit seinem göttlichen Sinn wiedergeboren würde. Während er mit niemandem sprach, sagte er, dass der uralte Drache der Lehre sich geirrt hatte. Sneki dachte, dass dieser Mann, ein Schlangenfänger, angefangen hatte, Zauber zu wirken, um ihn zu töten. Er vermutete, dass es daran liegen musste, dass er 2 Schweine verschlungen hatte. Sneki überdachte das Szenario, da er noch nicht sterben wollte. Er fragte sich, ob er die Schweine einfach zurückgeben sollte, aber er hatte sie fast vollständig verdaut. Der Mann setzte seinen Zauber fort, während Sneki weiter in Panik geriet. Sneki fühlte sich in die Enge getrieben und öffnete deshalb sein Maul weit, als es sich dem Mann näherte. Sneki dachte immer wieder, dass er nur dazu gezwungen wurde. Der Mann war überrascht, dass sich bereits die Hälfte seines Körpers im Maul der Schlange befand. Sneki schluckte ihn hinunter. Sneki war froh, dass er es getan hatte, aber er konnte sich noch nicht entspannen. Er kroch so schnell er konnte, da der Ort nicht mehr sicher war. Der Mann lebte noch im Bauch. Er war verärgert darüber, dass ihn ein niedriges spirituelles Tier 1. Grades überfallen hatte. Er sagte der Schlange, dass er ihr eine Chance gegeben hatte, aber anstatt wegzulaufen, hatte sie ihn verschlungen. Der Mann sammelte Kraft und sagte der Schlange, dass sie gerade ihr Verderben heraufbeschworen hatte. Der Mann setzte seine Fähigkeit Grenzenloses Ki-Schalk ein kraftvoller Schlag. Die Schlange spürte, dass der Mann weiter in ihren Bauch schlug. Sneki war überrascht, dass der Mann noch nicht tot war und dass er in seinem Magen Zauber wirken konnte. Sneki spürte den Schmerz, in den Bauch getreten zu werden, aber er zwang sich dennoch, ruhig zu bleiben. Schließlich fand der Mann den Dämonenkern der Schlange. Es gab einen schützenden Schild um den Dämonenkern. Der Mann dachte, dass die Schlange deswegen so überheblich handelte, aber in Wirklichkeit war es für Sneki eine Lebensader. Der Mann umklammerte ihn, wodurch sich Risse bildeten.
Sneki hustete Blut und dachte angesichts dieser Art von Schmerz, wie beängstigend Schlangenfänger sind. Sneki litt unter dem Schmerz. Es tat so weh, dass Sneki sich fragte, ob es das Ende für ihn war. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Sneki war frustriert, da er hart gearbeitet hatte, um seinen Dämonenkern so weit zu verdichten, dass er seine Intelligenz erweckte. Sneki vergoss eine Träne, während er in Reue schwelgte, an diesen Ort gegangen zu sein, um die dreckigen Schweine zu stehlen. In der Zwischenzeit mümmelte der Mann an den Innereien der Schlange. Er freute sich, Schlangenfleisch zu essen, um sich zu nähren. Zu seiner Überraschung kam der göttliche Dämonenkessel heraus. Er bewegte sich von ihm weg, also jagte er ihm nach, aber er hatte Schwierigkeiten, ihn zurückzuerlangen. Plötzlich wurde der Raum so hell, dass sich ein gelber Nebel zu bilden begann. Als es fertig war, enthüllte es ein bedrohliches Gesicht eines Drachen. Der Mann vermutete, dass es daran lag, dass der göttliche Dämonenkessel die Dämonenkernfragmente des Tieres absorbiert hatte. Er konnte nicht glauben, dass der Dämonenkessel diesem Tier half. Ihm dämmerte, dass die Schlange nicht nur eine gewöhnliche spirituelle Schlange war, wodurch der Drache laut aufheulte. Der Mann wurde von dem Lichtstrahl eingehüllt. Das Licht kam aus dem Maul und den Augen der Schlange. Es brachte Sneki vor Schmerz zum Wimmern. Die Haut des Mannes wurde verbrannt. Er konnte es nicht akzeptieren, da er ein Unsterblicher war. Schließlich war nichts mehr von ihm übrig. Dann ging die Sonne auf und die Vögel zwitscherten. Wir konnten sehen, dass der Körper der Schlange zerrissen war, aber dann begann ein Schwein vor Angst zu zittern. Und das lag daran, dass etwas wieder zu kriechen begann. Es war kein anderer als Sneki. Er lebte und vergoss Tränen aus Trauer darüber, dass sein Dämonenkern zerbrochen war. Er lag dort in einer Pfütze, und dieses Wasser spiegelte den Drachen aus dem Dämonenkessel wider. Am nächsten Tag konnten wir sehen, dass die Schweine in den Schwanz der Schlange bissen. Es war, als hätten sie ein Festmahl. Ein Schwein knabberte an dem Schwanz, und zu seiner Überraschung bewegte sich der Schwanz und warf das Schwein in die Luft. Sneki erhob sich und sagte dem Schwein, es solle aufhören, seinen Schwanz zu beißen. Sneki schwor, all diese Schweine später zu verschlingen. Die Schweine rannten so schnell sie konnten weg. Snekis Schwanz zittert, er schmerzt, was Sneki über die Schweine verärgert, aber Sneki ist auch verwirrt, dass er noch lebt. Dann erinnerte er sich, dass sein Dämonenkern von der Person zertrümmert wurde, die er gegessen hatte. Der Dämonenkern ist die Grundlage der Kultivierung für jedes dämonische Tier. Sneki fragte sich, wie er ohne seinen Dämonenkern kultivieren sollte. Er weinte, als er annahm, dass er völlig erledigt war. Aber dann begann er zu erkennen, dass er trotz der Zerstörung seines Dämonenkerns noch lebte. Er fragte sich, wie es passiert war, und ein Gedanke kam ihm. Er erinnerte sich an den göttlich-dämonischen Kessel, von dem der Mensch gesprochen hatte. Er war verwirrt, warum dieser nun anstelle seines Dämonenkerns dort saß. Er fragte sich, ob er den Dämonenkern ersetzt und sein Leben gerettet hatte. Jetzt konnte er in sein Inneres sehen, und nicht nur in sein eigenes, sondern auch in das der Schweine. Er vermutete, dass er einer der Kultivatoren mit göttlichem Sinn war. Er war erfreut, dass er nun die Fähigkeiten der Kultivatoren besaß. Er konnte sogar mit geschlossenen Augen sehen. Die Jagd nach Nahrung und das Vermeiden von Bestien und Menschen waren viel einfacher geworden. Aber er bemerkte, dass da noch mehr war. Sein Gehirn wurde mit noch mehr Informationen bombardiert. Es war die Kultivierungstechnik des Mannes, den er verschlungen hatte. Sneki spürte, wie sein Kopf juckte, ein Zeichen dafür, dass sein Gehirn wuchs. Obwohl er nicht wusste, welchen Nutzen es hatte, war er sich sicher, dass es in der Lage sein musste, Verletzungen zu heilen. Er beschloss, die Technik des Mannes zu imitieren, um seine Energie zu kanalisieren. Er versuchte, sich an den Gesang des Mannes zu erinnern, begnügte sich aber damit, seinen Dämonenkern auf natürliche Weise zu kanalisieren. Er konzentrierte sich auf seinen Dämonenkern und spürte eine Empfindung. Es war, als würde sich die Aura seiner Umgebung langsam um ihn sammeln. Einige Augenblicke später begann sein Schwanz zu heilen. Er war beeindruckt, wie das geschah. Er atmete ein paar Mal tief durch, und die spirituelle Energie erfüllte sein Inneres. Sein Körper fühlte sich erfrischt an, als hätte er spirituelle Erdkräuter gegessen. Der primäre Nutzen der Technik musste darin liegen, die Kultivierung zu verbessern, und die Fähigkeit zu heilen musste ein zusätzlicher Effekt sein. Sein Dämonenkern war zerbrochen. Eigentlich sollte er keine spirituelle Energie speichern können, was ihn zu dem Schluss brachte, dass der Kessel sein neuer Dämonenkern geworden war. Er dachte nicht viel darüber nach und machte sich auf die Suche nach einem Schlafplatz für ein paar Tage.
Er merkte sich, dass dieser zufällige junge Mann so stark war und er sich in Zukunft nicht mit Menschen anlegen sollte. Bevor er ging, begannen Snakys Augen zu leuchten, als er sich daran erinnerte, die Schweine ins Visier zu nehmen. Er argumentierte, dass er zuerst seinen Magen füllen sollte, wenn er schon kultivieren wollte. Später an diesem Tag, an einem Fluss, nachdem Snaky die menschenförmige Pille verschluckt und Erleuchtung erlangt hatte, erfuhr sein Gehirn oft neues Wissen. Nach dem Verschlucken von Shenfan wurde dieses Gefühl noch stärker. Einige Tage später verstand Snaky plötzlich das Kultivierungssystem der Menschen. Es stellte sich heraus, dass die Kultivierung dämonischer Bestien die gleiche war wie die der Menschen. Sie war in zahlreiche Kultivierungsreiche unterteilt. Das Reich des spirituellen Erwachens, das Fundamentreich, das Dämonenkernreich und das Seelenreich. Das war wie die Evolution zu einem höheren Wesen. Seine aktuelle Kultivierung war der Höhepunkt der ersten Stufe des Systems des spirituellen Erwachens, was dem Höhepunkt der ersten Stufe der Chi-Verfeinerung eines menschlichen Reiches entsprach. In seinem Traum sah Snaky die dämonischen Bestien, die Himmel und Erde spalten konnten, was in ihm Sehnsucht weckte. Auch Snaky wünschte sich, eine solche Existenz zu werden. Dies war der Weg, den er einschlagen musste, wenn er nicht gejagt werden und überleben wollte. Daher begann Snaky zu kultivieren. In den letzten Tagen hatte Snaky diese mysteriöse Technik kultiviert. Er fand heraus, dass sie nicht nur heilen, sondern auch seinen Körper verbessern sowie die Meridiane reinigen und das Knochenmark säubern konnte. Sie half ihm nicht nur, viele Unreinheiten auszuscheiden, sondern führte auch dazu, dass er eine Hautschicht abwarf. Nach einer Woche fühlte sich Snaky ganz anders als zuvor. Das Horn über seinem Kopf war länger geworden und seine Schuppen waren stärker und imposanter geworden. Allerdings störte etwas unseren MC wirklich, Snaky war so klein geworden. Er hätte nach dem Abwerfen seiner Haut eigentlich eine Nummer größer werden sollen. Er fragte sich, warum seine Größe von 1,80 Meter auf 30 Zentimeter gesunken war. Jetzt war er nur noch so groß wie ein kleiner Vogel. Da ihn das irritierte, schlug er mit dem Schwanz nach dem Vogel und verschlang ihn. Obwohl sein Körper kleiner geworden war, hatten seine Geschwindigkeit und Stärke erheblich zugenommen. Auch seine Flexibilität hatte sich verbessert. Seine Haut konnte sich mehr dehnen, also strengte er sich mehr an. Er sollte jetzt in der Lage sein, große Beute zu fressen. Snaky war sich sicher, dass der Kessel sein neuer Dämonenkern geworden war. Er hatte das Gefühl, dass er in der Lage sein würde, durchzubrechen, sobald die spirituelle Energie im Inneren des Kessels voll war. Der Verbrauch für die Kultivierung war zu hoch. Obwohl er mit dieser Technik die spirituelle Energie von Himmel und Erde absorbieren konnte, reichte die bloße Absorption nicht aus. Es war unmöglich, dass Kultivatoren oder dämonische Bestien ohne Nahrung leben konnten. Wenn Snaky durchbrechen wollte, brauchte er viel Energie und Blut, um sich zu regenerieren, was viel Nahrung bedeutete. Später in dieser Nacht sah er einen Eber auf dem Feld, der glücklich eine Wassermelone fraß. Es war eine große Bestie und gefährlich. Laut dem Kultivierungssystem befand sich Snaky jetzt auf dem Höhepunkt der ersten Stufe des spirituellen Bewusstseins, und der Eber hatte keine Intelligenz und sein Level lag unter dem von Snaky. Solange Snaky vorbereitet war, würde er sich den Bauch füllen können. Er hielt einen Stein im Maul und dachte, dass das genug wäre, um den Eber zu töten. Er schlich sich an den Eber heran, aber Snaky stoppte mitten im Weg, weil er sah, dass der Eber ihn bereits mit drohenden Augen ansah. Alles, was er tun konnte, war, sarkastisch zu fragen, ob die Wassermelone reif sei. Aber Snakys Ausrede funktionierte nicht, als der Eber laut brüllte. Snaky rannte schnell, weil er Angst hatte. Der Eber jagte ihn, bis er an einem Ende ankam. Er wusste, dass er nicht weiterrennen konnte, also musste er seine volle Kraft einsetzen, sonst war er verloren. Um sich zu wehren, warf er Steine auf den Eber. Sein Plan war, den Eber zuerst zu treffen. Der Aufprall der Steine zerschmetterte den Kopf des Ebers und ließ den Eber bluten. Beim Verschlingen des Ebers hinderte etwas ihn daran, weiter zu kauen. Er erbrach etwas, weil der Eber etwas Hartes in sich hatte. Dann sah er, dass es ein Dämonenkern war. Er erkannte, dass es sich nicht nur um einen normalen Eber handelte. Er hatte Angst, als er herausfand, dass es ein dämonischer Eber war. Es heißt, dass der Dämonenkern explosive Energie enthält, also kann er ihn nicht roh schlucken, sonst könnte er zu Tode explodieren. Wenn er ihn absorbieren will, muss er ihn zu Pillen verarbeiten, aber er weiß nicht, wie man in der Wildnis Pillen herstellt. Dämonische Bestien schlucken die Leiche und den Dämonenkern zusammen. Er dachte darüber nach, dass, wenn Bestien beim Schlucken des Dämonenkerns roh explodieren würden, dies bedeuten würde, dass die dämonischen Bestien längst ausgestorben wären.
Dann erkannte er, dass sein Wissen in seinem Gehirn sich nur auf Menschen konzentriert. Die Körper von Menschen und dämonischen Bestien sind unterschiedlich. Er sollte in der Lage sein, ihn ohne Sorge zu essen. Er öffnete seinen Mund weit und aß den Kern. Er beschwerte sich, dass es schwer zu schlucken war. Danach fühlte er sich heiß im Magen, weil der göttlich-dämonische Kessel in seinem Körper die Kraft des Dämonenkerns absorbierte. Die Kraft des Dämonenkerns füllte den Kessel. Er spürte eine Empfindung in seinem Körper. Es war das Gefühl, durchzubrechen. Wenige Augenblicke später leuchtete Snekys Körper. Sneki hatte die zweite Ebene des Reiches des spirituellen Bewusstseins erreicht. Er war so glücklich. Er bemerkte, dass 2 Schuppen an seinem Schwanz golden wurden. Er zerschmetterte einen Felsen mit seinem Schwanz. Er war so glücklich darüber, wie erstaunlich es sich anfühlte. Die Schuppe war so stark wie Stahl. Er kroch auf dem Gras, als er etwas bemerkte, ein Mensch war vor ihm. Außerdem ist es ein junger Mann. Unser MC geriet in Panik. Im Wassermelonenfeld stieß Sneki auf einen Jungen, der eine Mistgabel hielt. Er fragte sich, was dieser Junge versuchte zu tun, aber nach der Haltung des Jungen zu urteilen, sah es so aus, als würde er sich darauf vorbereiten, ihn anzugreifen. Sneki fragte sich, ob diese Person auch ein Kultivierender ist oder vielleicht jemand wie Shenfan. Sneki spürte Gefahr, also bewegte er seinen Körper, um die Mistgabel von sich wegzustoßen, und sie zerbrach in Stücke. Dann kroch er so schnell er konnte, um wegzukommen, besonders wenn die Möglichkeit besteht, dass die Begleiter des Jungen auftauchen. Sneki war wirklich verängstigt. Der Junge war zuerst verwirrt, bis er etwas erkannte. Er kehrte sofort nach Hause zurück und berichtete seinem Vater, dass die alte schwarze Schlange das Dämonenschwein verschlungen hat, das seine Mutter getötet hat, aber die Schlange hatte Angst vor ihm, also rannte sie weg. Inzwischen machte sich Sneki auf den Weg in den Wald. Er war erleichtert, dass der Junge ihm nicht gefolgt war. Er findet es zuerst komisch, bis er erkennt, dass es nur ein normaler Junge sein könnte. Sneki schmollte, als er sich selbst als Feigling bezeichnet. Er fragte sich, ob er realitätsfremd ist oder Angst vor jungen Männern hat, und das enttäuschte ihn, besonders wenn er ein Dämon ist, der entschlossen ist, ein urzeitliches Tier zu werden. Er wollte nicht so weitermachen, da er bereits am Berggott-Tempel angekommen war. Er beschloss, hineinzugehen und zu beten, wie es die Menschen taten, und da er dort seine Intelligenz erlangt hatte, könnte es sein Land des Glücks sein. Es war bereits spät in der Nacht. Sneki hörte zuvor, dass innere Dämonen ein großes Tabu in der Kultivierung sind, um sie zu überwinden, während er hineingeht, um etwas Spaß zu haben. Sneki versteckte sich und beobachtete. Er beurteilte die Frau als Idiotin, weil sie in einer Sackgasse gelandet war. Der Bergtempel hat einen einzigen Eingang, weshalb es für Sneki unmöglich ist, zu entkommen, ohne entdeckt zu werden. Er beschloss zu warten und zu sehen. Der Mann nannte sich Meister Chu und sagte dem Mädchen, dass es keine Frau gibt, die ihn abgelehnt hat, wenn er sie ins Auge gefasst hat. Die Frau zitterte, als sie ein Messer herausholte. Sie schrie den Mann an, ihr nicht nahe zu kommen. Meister Chu sagte ihr, sie solle es sich zweimal überlegen, bevor sie handelt, sonst würde er ihr Leben schlimmer als den Tod machen. Die Frau drohte dem Mann, dass sie sich umbringen kann, selbst wenn sie ihn nicht töten kann, und der Mann nichts bekommen würde. Der Name Meister Chu kam Sneki bekannt vor. Er erinnerte sich an den Vorfall im Schweinestall. Er ist der Mann, der Shenfan in den Schweinestall warf. Sneki nahm an, dass dieser Mann ein Experte ist, da er Shenfan fast zu Tode geprügelt hatte, was Sneki vorsichtig machte, nicht entdeckt zu werden. Als er sah, wie er die Frau packte und ihr den Mund zuhielt, fragte sich Sneki, ob er in der Brunst ist. Es ließ ihn denken, dass Menschen komisch sind, da sie jederzeit in die Brunst geraten können, anders als er, der nur im Frühling in die Brunst gerät. Die Frau wird gewaltsam entkleidet, während Sneki zusieht. Es lässt ihn darüber nachdenken, welcher Teil dieses schwachen Körpers Meister Chu angezogen hat. Sneki fühlte sich beschämt, wenn so eine schwache Frau im Berg alleine gelassen würde, würde sie sofort verschlungen werden. Meister Chu packte das Messer, während er die Frau dafür beschimpfte, dass sie es wagte, sich selbst zu töten und sich arrogant zu verhalten, indem sie ihn bedrohte. Er sagte ihr, dass er sie ausnutzen würde, bevor er sie tötet. Sneki bemerkte, dass Meister Chu zwar stämmig, aber ein Idiot sei. Die Frau war wütend auf Chu Gang, weil er sie zwang, ihre Verlobung zu lösen und ihren geliebten Shenfan zu töten, und jetzt versuchte er, sie zu belästigen. Sie schwor, dass sie ihm keine Ruhe lassen würde, selbst wenn sie zu einem Geist würde. Sneki beobachtete sie, während er an dem Snack knabberte, den die Hand der Statue des Berggottes hielt. Er bemerkte, dass Töten, wenn es nicht dem Essen dient, unnötig sei.
Er betete zum Berggott, er möge ihn beschützen und sie sofort verschwinden lassen, nachdem sie fertig sind. Aber Sneki erwartete nicht, dass sich die Hand vom Körper löste. Sie fiel und zerbrach auf dem Boden, was die Aufmerksamkeit der beiden Menschen auf sich zog. Meister Chu erkannte, dass dort jemand ist, während die Frau dachte, es sei der Berggott. Chu Gang fragte, wer sich hinter dem Berggott versteckt, während die Frau zum Berggott rannte, um Erlösung zu suchen. Sie dachte, der Berggott habe sich manifestiert. Sie kniete sich davor, betete inbrünstig und flehte um ihre Rettung. Der Gesichtsausdruck von Sneki, als er entdeckt wurde, war urkomisch. Sofort schrie die Frau, dass da ein Dämon sei. Chu Gang fragte, wo er sei. Er erstarrte, während er das Messer vor sich hielt, und als sich die Frau umdrehte, wurde sie versehentlich mit diesem Messer erstochen. Es durchbohrte ihre Brust. Chu Gang wurde rot, er fluchte laut, während er sofort bleich wurde. Seine Männer kamen herein und fragten, was passiert sei. Sie fragten, ob er schnell fertig geworden sei. Er nannte seine Männer Idioten und sagte ihnen, dass sich ein Dämon im Tempel befindet. Sie sahen sich um zu sehen, wohin er gegangen ist. Er war wütend, dass er sich hinter der Statue versteckt und seinen Spaß ruiniert hat. Chu Gang verkündete, dass er ein äußerer Schüler der Schlangenfängersekte sei, was Sneki nervös machte. Da Sneki sich nicht zeigte, wies Gang seine Männer an, nachzusehen. Sie suchten nach der Schlange in der Nähe der Statue. Sneki geriet in Panik, dass er gleich getötet wird, aber anstatt auf seinen Tod zu warten, beschloss er, ein Risiko einzugehen und kam mit gefletschten Zähnen heraus. Die Männer bekamen Angst vor dem Schlangendämon, aber Chu Gang tat es ab und sagte, dass er nicht einmal 2 Meter lang ist, also gibt es nichts zu befürchten. Chu Gang plante, ihn mit einem Angriff zu töten, nachdem er seine Energie gesammelt hat. Wenn er ihn als Geschenk mitbringt, sollte er offiziell der Schlangenfängersekte beitreten können. Er sagte seinen Männern, sie sollen die Schlange festhalten, da die raumspaltende Handfläche der Schlangenfängersekte Zeit braucht, um Energie zu sammeln. Er sagte ihnen, dass er denjenigen belohnen wird, der sie tötet. Sneki schätzte, dass der stärkste unter den 3 Meister Chu ist. Damit plante er, alle zu töten, bevor Meister Chu mit dem Sammeln seiner Energie fertig ist, nur dann könnte er überleben. Er griff sie an und da erkannte Sneki, dass diese Kerle schwach sind. Meister Chu zitterte vor Angst. Meister Chu konnte sich nicht vorstellen, dass sie im Handumdrehen starben. Es machte ihn neugierig, was für ein Monster vor ihm steht. Er rannte zum Ausgang, während er die Schlange beschimpfte. Andererseits war Sneki verwirrt darüber, warum er wegläuft, anstatt seine Energie zu sammeln. Chu Gang drohte der Schlange, dass er seinen Meister bitten würde, aus diesem Monster eine Pille zu machen. Sneki erwartete, dass die Dinge nicht einfach sein würden, also konnte er ihn nicht einfach weglaufen lassen. Sneki schlug Chu Gang mit seinem Schwanz auf den Kopf, mit der Absicht, Chu Gangs Gehirn zu zertrümmern. Dann schleifte Sneki ihn hinein. Er war erleichtert, dass Chu beschlossen hatte, wegzulaufen und keine Energie zu sammeln. Er schätzt sich glücklich, eine weitere Gefahr vermieden zu haben. Es brachte Sneki zum Nachdenken, dass er in Gefahr geraten ist, weil er die Opfergabe des Berggottes gegessen hat. Er fragte sich, ob der Berggott wütend war. Die Sorge brachte ihn dazu, über den Ersatz der Opfergaben nachzudenken. Er legte die Leichen auf den Altar. Sobald er richtig platziert war, betete er zum Berggott, ihm keine Schuld zu geben und dass er ihm diese Leute opfert. Er vermutete, dass er dadurch den Zorn des Berggottes beschwichtigt hatte und interpretierte das ganze Szenario dann als eine Botschaft des Berggottes an ihn, seine Kultivierung zu beschleunigen, andernfalls wird er sich sein ganzes Leben lang verstecken müssen. Er dankte dem Berggott für die Botschaft und versicherte ihm, dass er sofort zum Berg zurückkehren und ihn kultivieren wird. In der nächsten Szene fragt Sneki sich, ob er Schweine oder Wassermelonen essen soll. Er beschloss, die Wassermelone zu essen. Dann hörte er jemanden sprechen. Ein Junge mit seinem Vater ging auf der Straße entlang. Sie sind auf dem Rückweg vom Fangen vieler Fische, da der Wasserstand des Flusses gestiegen ist. Sneki erkannte, dass es der Junge mit der Mistgabel war. Er schloss daraus, dass ihnen die Wassermelonenfarm gehört. Der Mann erkundigte sich, ob der Junge kürzlich eine alte schwarze Schlange gesehen hatte. An der Hüfte eines Mannes baumelt ein Schild mit der Aufschrift Schlange. Der Junge erkannte, dass es eine Person von der Schlangenfängersekte ist. Er fragte sich, ob der Mann dort war, um die alte schwarze Schlange zu fangen. Der Mann forderte den Jungen unhöflich auf, zu sprechen, als der Junge nicht antwortete. Sie dachten, der Junge sei stumm geworden. Schließlich antwortete der Junge, dass er noch nie eine alte schwarze Schlange gesehen hat.
Der große Mann heißt Ding und der Mann hinter ihm sagte ihm, dass es sinnlos ist, den Jungen zu fragen, da der Junge nichts weiß. Ding war sauer. Plötzlich wurden sie durch den Mord an Krähen an der Klippe abgelenkt. Sie stießen den Jungen um, als sie nachsehen gingen. Sie spielten mit der Möglichkeit, dass die alte schwarze Schlange dort war. Tief im Inneren wünschte sich der Junge, dass die alte schwarze Schlange nicht entdeckt wird. Plötzlich hörten sie die Nachricht, dass die alte schwarze Schlange jemanden am Fluss verschlungen hat. Jetzt hatten sie einen Anhaltspunkt, also gingen diese beiden Männer direkt zum Fluss. Der Junge war verwirrt, da er die alte schwarze Schlange gerade eben Fische aus der Nähe fressen sah. Es wäre unmöglich für die alte schwarze Schlange, gleichzeitig Menschen im Fluss zu verschlingen. In der Zwischenzeit war Sneki genervt von den Vögeln, weil sie auf ihn pickten, als er versehentlich ein paar Eier zerbrach. Er wäre fast von den Schlangenfängern entdeckt worden. Er war auch verwirrt darüber, wann er jemanden am Fluss verschlungen haben soll, und darüber hinaus ist er neugierig, warum der Junge sagte, dass er ihn nicht gesehen hat. Er bemerkte, dass die menschliche Welt so komplex ist, dass es schwer zu verstehen ist, aber das Wichtigste im Moment ist, dass die Schlangenfänger ein Auge auf ihn haben. Wenn er überleben will, kann er nicht länger bleiben. Er beschloss, auf die andere Seite des Flusses zu fliehen und sich dort zu verstecken. Der Winter würde auch in etwa 3 Monaten kommen, aber er hatte noch keine Vorräte angelegt. Es würde ihm schwerfallen, seine Kultivierung während dieser Zeit zu verbessern. Während er durch den Fluss schwamm, bemerkte er etwas. Es war ein gigantisches, aalartiges Wesen mit scharfen Zähnen. Er wäre fast gefressen worden. Er hatte kein dämonisches Biest in dem Fluss erwartet. Es sah aus wie eine Schlange und musste von weiter flussaufwärts gekommen sein. Sneki erkannte, dass es derjenige sein musste, der einen Menschen verschlungen hatte, und er war derjenige, der dafür büßen musste. Sneki und das Aalmonster befanden sich unter Wasser, und da sah Sneki, dass es verletzt war, wahrscheinlich von einem Kampf mit den Schlangenfängern. Er hatte keine Ahnung, warum es ihn angriff, obwohl er nur vorbeikam. Sneki erkannte, dass es vielleicht auf der Flucht war, nachdem die Schlangenfänger es gefunden hatten, und dass es nun versuchte, ihn zu fressen, um seine Reserven aufzufüllen und ihn als Nahrung für den Winterschlaf zu nutzen. Aber dann dachte er nach, da es den Schlangenfängern entkommen war, musste es ziemlich stark sein. Er schwamm weg und sagte sich, dass die Jagd darauf gefährlich war und sein Leben wichtiger war. Sneki befand sich in einer schlimmen Lage, da das Monster beschlossen hatte, ihn zu fangen. Es war hartnäckig, und Sneki war fast außer Atem. Sneki dachte, dass er, wenn er seine volle Stärke auf einen schwächeren Teil wie den Bauch konzentrierte, vielleicht entkommen könnte. Er beschloss, bis zum Ende zu kämpfen. Er biss hinein, war aber angewidert, da das Fleisch schleimig war und einen komischen Geschmack hatte. Plötzlich brannte das Fleisch, obwohl es unter Wasser war. Sneki war verwirrt, da sogar das umliegende Wasser Feuer fing. Er dachte, dass es eine Illusion durch den Schleim des Monsteraals war. Sneki versuchte festzustellen, ob er sich verbrannte, und erinnerte sich dann an Chen Fens Kultivierungstechnik. Wenn man einer Illusion gegenübersteht, muss man zuerst seinen Geist fokussieren. Sneki konzentrierte all seine Energie auf einen einzigen Punkt seines Bewusstseins. Er nutzte seinen göttlichen Sinn und zerstörte die Illusion. Er war so erfreut, dass er es geschafft hatte, aber direkt nachdem er sie zerstört hatte, sah er sich dem weiten Maul des Aalmonsters gegenüber. Er schloss einfach die Augen, da er es nicht vermeiden konnte. Überraschenderweise traf sein Schwanz sein Maul, und Snekis Schwanz wurde so scharf, dass er den Körper des Aals glatt durchschnitt. Er war überrascht von dem, was gerade geschehen war. Er konnte nicht glauben, dass sein Schwanz den Dämonenaal in 2 Hälften geteilt hatte. Seine goldene Schuppe ist so scharf. Wenn er kultiviert, bis sie seinen ganzen Körper bedeckt, könnte er unbesiegbar sein. Aber er wusste, dass er nicht unvorsichtig sein dürfte, da auch ein Glücksmoment in dem Kampf vorhanden war. Da der Dämonenaal schwer verletzt war, muss er versehentlich direkt in seine goldene Schuppe gerast sein. Sneki beschloss, sich im Berg zu verstecken und vorsichtig zu sein. Er war außer Atem, und das lag daran, dass er das Fleisch des Dämonenaals gesammelt hatte. Es sollte ihm reichen, um ein paar Monate im Berg zu kultivieren. Zusätzlich zu dem Dämonenkern sollte es ihm reichen, um in die 3. Ebene des spirituellen Bewusstseinsbereichs aufzusteigen. Unser junge Sneki bemerkte auch etwas. Es war eine Plakette mit dem Wort Schlange in der Mitte. Da erkannte Sneki, dass der Dämonenaal einen Schlangenfänger verschlungen hatte. Er sprach mit seinem Dämonenkollegen, auch wenn es nur Fleisch war. Er erklärte, dass es ihm geholfen hatte, mit der Gefahr fertig zu werden, aber er immer noch versucht hatte, ihn zu jagen. Also konnte er nur dem Gesetz der Natur folgen.
Aber er versicherte ihm, dass er ihn richtig genießen und seinen Tod nicht umsonst sein lassen würde, einschließlich seines Dämonenkerns. Snakey verschlang ihn, hatte aber Mühe, ihn herunterzuschlucken. Er bestand nicht darauf, da die Schlangenfänger jeden Moment eintreffen könnten. Er behielt ihn in seinem Maul, während er das Fleisch hinter sich herzog, indem er es an seinem Schwanz festband. Später inspizierten die Schlangenfänger eine Leiche. Sie fanden heraus, warum der Dämonenaal so schnell entkommen konnte. Im Fluss erkannten sie, dass derjenige, der Menschen im Fluss verschlungen hatte, ein Wasserdämon war und nicht die alte schwarze Schlange, und dass derjenige, der den Wasserdämon in diesem Gebiet bekämpft hatte, die alte schwarze Schlange war. Sie fragten sich, ob sie ihn verfolgen sollten. Der Berg vor ihnen ist der Eisenbärenberg. Dort gibt es einen massiven Bärendämon mit einer Kultivierungsbasis auf der 3. Ebene des spirituellen Bewusstseinsbereichs. Sie wussten, dass sie seine Stärke nicht unterschätzen dürften. Der Berg ist weitläufig und voller Wälder. Sie könnten die alte schwarze Schlange vielleicht nicht finden, selbst wenn es Monate dauert, und es besteht auch das Risiko, dass sie dem Bärendämon begegnen. Der Mann mit Ding erkundigte sich, woher er all diese Dinge wusste. Ding erklärte, dass die alte schwarze Schlange vor ein paar Tagen einen Pillenmeister vom astronomischen Büro sowie die von ihm jahrelang genährte, menschenförmige Pille verschlungen hatte. Der Mann fragte weiter nach. Und dann erkannte er, dass die medizinische Wirkung der menschenförmigen Pille noch im Körper der Schlange sein muss. Dieser Mann wusste, dass sein älterer Bruder seit Jahren auf der 3. Ebene des wahren Verfeinerungsbereichs feststeckte, und um eine so glückliche Gelegenheit zu nutzen, schlug er vor, dass sie die Chance heimlich nutzen sollten. Ding war erfreut über die Scharfsinnigkeit dieses Bengels, aber im Moment sind sie nur zu zweit, es wäre zu gefährlich, in die Berge zu gehen. Der Junior antwortete, dass sie sich keine Sorgen machen müssten, da in wenigen Monaten die Berge mit Schnee bedeckt sein würden. Zu dieser Zeit würden sowohl der Schlangendämon als auch der Bär in den Winterschlaf gehen, dann könnten sie in die Berge gehen und das bekommen, was sie wollen. Währenddessen fühlte sich Snakey in der Höhle sehr warm. Er beschloss, sich dort für ein paar Monate zu verstecken. Er ist sich der Gefahr nicht bewusst, die dazu führen könnte, dass er ein Opfer für eine Kultivierung wird. 2 Monate später war der Wald vom Schnee weiß. Snakey seufzte. Er hatte nicht erwartet, dass der Durchbruch von der 2. zur 3. Stufe des spirituellen Bewusstseins so viel schwieriger sein würde, verglichen damit, als er von der 1. zur 2. Stufe durchbrach. Er hatte das Dämonenkernblut und Fleisch verfeinert, das er damals erhalten hatte. Er kultivierte sogar noch ein paar Tage weiter, aber er hatte immer noch keinen Durchbruch erzielt. Aber zumindest hatte er geringfügige Erfolge erzielt. 3 weitere goldene Schuppenstücke waren auf seinem Schwanz erschienen. Der spirituelle Nebel im Inneren des Kessels ist ebenfalls voll. Er ist zumindest auf dem Höhepunkt der 2. Stufe. Er braucht nur eine Gelegenheit, dann wird er in der Lage sein, zur 3. Stufe durchzubrechen. Es war bedauerlich, dass der Winter gekommen war. Snakey konnte spüren, wie sein Körper steif wurde, und er hat nur noch wenig Aalfleisch übrig. Alles, was er jetzt tun kann, ist in den Winterschlaf zu gehen. Er beschloss, bis zum nächsten Frühjahr zu warten, um aus dem Berg zu gehen und Nahrung für die Kultivierung zu jagen. Ein Mann ging durch den verschneiten Wald. Dieser Mann ist von der Schlangenfängersekte und er erzählte den Leuten, dass diejenigen, die ihnen bei ihrer Suche in den Bergen helfen, mit einer Reihe von Münzen belohnt werden. Er sagte ihnen, sie sollten konzentriert bleiben und alles richtig absuchen. Der Mann antwortete dem Daoist und versicherte ihm, dass die Leute vom Viljage sehr geschickt im Fangen von Schlangen sind. Der Daoist wiederholte, sie schnell zu finden. Der Dorfbewohner wies die Hunde namens Big Hang Little Hang an, sich zu beeilen und die Schlangengrube zu finden. Ein alter Dorfbewohner beschwerte sich, dass die Leute von der Schlangenfängersekte arrogant sind. Ein anderer Dorfbewohner rügt den alten Mann, da diese Leute echte Fähigkeiten haben, im Gegensatz zu ihnen. Der alte Mann namens Lee wollte sicherstellen, dass sie auch von der Reise profitieren. Der Mann stimmte zu. Er freute sich, von seinem Kind Xia neu zu erzählen, dass es liebt, Bücher zu lesen. Die Hunde bellten laut. Es war ein Signal, dass sie gefunden haben, wonach sie suchen. Sie meldeten sich beim Dämonensuchtrupp, um das Loch zu inspizieren, da es höchstwahrscheinlich das Nest der alten schwarzen Schlange ist. Der Daoist sagte ihnen sofort, sie sollen weggehen, damit er einen Blick darauf werfen kann. Als Snakey das hörte, verfluchte er die Schlangenfänger, dass sie jemanden mit in den Berg gebracht haben und die Hundennasen sind gut, sehr gut, da sie ihn gefunden haben. Snakeys Körper war steif und kalt. Er ist in seinem verwundbarsten Zustand. Er konnte nicht entkommen, geschweige denn kämpfen. Der Dorfbewohner informierte den Dämonensuchtrupp, sie begannen, die Belohnung zur Sprache zu bringen.
Aber der Dämonensuchtrupp nannte sie einen Idioten und sagte ihnen, dass es Bärenkot sei. Sie fragten, ob der Hund wirklich nicht weiß, wie man die Schlange findet. Der Dorfbewohner argumentierte, dass es unmöglich sei, da sein Hund noch nie Fehler bei der Suche nach Schlangen gemacht hat. Der Daoist war verärgert, dass der Mann so tut, als ob er es besser wusste als er. Daoist zeigte auf ein großes Loch und wies den Mann an, alle Dorfbewohner in dieses Loch zu bringen und nach der Schlange zu suchen. Der Dorfbewohner stimmte zögernd zu. Sneki hatte endlich den Atem losgelassen, den er angehalten hatte. Er hatte Todesangst, aber er war dankbar, schlau und vorsichtig zu sein. Er blockierte den Eingang mit Steinen und Ästen und er platzierte Bärenkot auf den Ästen. Er grub sogar ein 2 Meter tiefes Loch. Er erwartete, dass diese Männer es nicht unterscheiden könnten. Obwohl er sich vielleicht selbst Angst einjagt, wusste er, dass er seine Energie konzentrieren und seinen Körper wiederherstellen sollte, nur für den Fall. Ein Mann von der Schlangenfängersekte rief Senior Bruder Ding an und sagte ihm, dass das Loch offensichtlich eine Schlangengrube ist. Ding antwortete, dass es sicherlich eine Schlangengrube ist und da sie ihr Ziel erreicht haben, haben diese Dorfbewohner keinen Nutzen mehr und je weniger von ihnen überleben, desto weniger Geld würden sie ausgeben. Also stellt sich heraus, dass Ding diese Männer absichtlich nach der Bärenhöhle suchen ließ. Ding antwortete ja und sagte dem Mann, dass er wissen sollte, was als nächstes zu tun ist. Der Mann versicherte Ding, dass er den Dämonenbär herauslocken würde. Sie werden den Bären benutzen, um zuerst die Dorfbewohner zu töten, dann den Dämonenbär zusammen töten und dann nach der gefrorenen Dämonenschlange suchen. Sneki hörte das und kommentierte, dass nicht einmal Tiere ihre eigenen Gefährten töten. Aber er argumentierte, dass es so ist, wie ein menschliches Herz ist und menschliche Herzen wirklich beängstigend sind. Er verlagerte seine Aufmerksamkeit auf das, was für ihn wichtiger ist, nämlich die Tatsache, dass diese Männer wussten, dass er da ist und das brachte ihn in große Gefahr, da diese Männer planten, zuerst den Dämonenbär zu bekämpfen. Sneki dachte darüber nach, die Chance zu nutzen und hinauszugehen, um den Dämonenbär zu verschlingen. Und dann könnte er in der Lage sein, die 3. Stufe in einem Zug zu durchbrechen und in der Lage zu sein, mit diesen Schlangenfängern fertig zu werden. Sneki schlug sich auf den Kopf, weil er verrückt träumte, obwohl er bereits in Gefahr war. Er wusste, dass diese Männer zuerst mit dem Bären fertig werden würden, daher hatten sie es nicht eilig, ihn zu töten. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, dass er den Dämonenbär vor diesen Schlangenfängern verschlingen kann, das würde tatsächlich so aussehen, als ob er seinen Tod sucht. Der Senior-Schlangenfänger dachte darüber nach, was für ein Idiot sein Junior ist. Unglücklicherweise für den Junior reichen die beiden Bestien nur für einen von ihnen aus, um durchzubrechen, sonst hätte er seinen Junior verschonen können. Sneki hörte das und war überrascht sowie erleichtert zu erfahren, dass sie einen internen Konflikt haben. Es war eine Chance, seine Situation zu ändern. Sneki plante, langsam auf den Halleneingang zuzugehen, ruhig zu beobachten und zu handeln, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Das Junior-Mitglied informierte Ding, dass er mit der Vorbereitung fertig ist und in weniger als 3 Minuten der Bär aufwachen wird. Ein lauter Schrei war aus der Höhle zu hören. Es folgte ein lautes Gebrüll des Bären, während er vorwärts stürmte. Die Menschen rannten durcheinander, als sie vor dem Bären flohen. Sie beschwerten sich, da der Dämonensuchtrupp ihnen sagte, es sei eine Schlangengrube, dann sahen sie 2 Daoisten auf der Spitze der Klippe. Sie dachten, dass sie da waren, um ihnen zu helfen, aber der Dämonensuchtrupp nannte sie einen Haufen Müll und schalt sie dafür, dass sie so viel Ärger verursachen und die Nerven haben, immer noch um Hilfe zu bitten. Er sagte ihnen, sie sollen einfach sterben. Die Dorfbewohner waren wütend und sie erkannten endlich, dass sie in die Bärenhöhle geschickt wurden, um getötet zu werden, damit der Dämonensuchtrupp Geld sparen konnte. Der alte Mann schoss einen Pfeil auf den Dämonensuchtrupp und das brachte den Daoist dazu, zurückzutreten und seine Tasche wurde zerrissen. Sneki sah es und es war ein guter Schuss. Seine Augen spähten bereits aus dem Boden. Eine Pille fiel auf den verschneiten Boden und Sneki roch die menschliche Pille. Er schnappte sie sich heimlich mit seinem Schwanz. Diese Pille wird auch Chi-Wiederherstellungspille genannt. Es war so eine magische Pille, dass Sneki sabberte und sein Körper fühlte sich allein schon durch das Riechen wiederbelebt an. Der Jüngere beschwerte sich bei Ding, dass sein Aufbewahrungsbeutel ausgelaufen sei. Er bat um Hilfe beim Aufheben, da der Bär komme. Ding schalt ihn für seine Unachtsamkeit, aber tief im Inneren hatte Ding ihn für sich selbst aufgehoben. Der Jünger lobte Ding für einen durchdachten Plan, der dazu führte, dass all dieser Abschaum getötet wurde. Sie hatten nicht erwartet, dass diese Männer überleben würden. Ding argumentierte, es sei eine Ehre für diese Männer, ihr Leben für die Schlangenfängersekte zu opfern. Der Jünger sagte Ding, er solle diese Leute auch begleiten. Er begann, einen Zauber zu wirken.
Ding war überrascht und wurde in Richtung der Klippe geschleudert, wo der Bär war. Der Bär ragte über ihm auf. Ding fluchte den Jünger namens Xiao Veno dafür, ihn ausgetrickst zu haben. Veno neckte ihn sogar, er solle nicht wütend werden, da dies schlecht für seinen Körper sei, sonst werde er keinen friedlichen Tod haben. Dann enthüllte der Jünger, dass er sich schon lange auf dieses Ereignis vorbereitet hatte. Er wusste, dass Ding das dämonische Biest ganz für sich allein einstecken wollte, und er sagte Ding, er könne alles haben, da er keine Dämonenschlange oder Bär wolle, er wolle nur Ding tot sehen. Dann neckte er Ding, er solle das Durchbruchsmaterial nehmen, das vor ihm liege. Ding benutzte ein Sprengtalisman. Es explodierte auf dem Bären, als Veno Ding sagte, dass seine Geschichte vor seinem Tod verrückt sei. Er war im Begriff, ihn zu verlassen, da es für ihn an der Zeit sei, zur Sekte zurückzukehren, besonders wenn der Bär völlig wütend ist. Er will nicht hineingezogen werden. Sneki hörte sich das alles an und nahm es als seinen legendären Wendepunkt. Sneki schluckte die Pille und machte sich aus der Grube heraus. Es war Zeit für ihn, hinauszugehen. Draußen aus der Grube sah er, dass sich am Eingang noch 2 Chi-Auffüllpilen befanden. Er ist neugierig, ob er sie richtig absorbieren kann, wenn er sie alle auf einmal isst. Er beschloss, eine hinter seinen Zähnen zu verstecken und auf den richtigen Moment zu warten, um sie zu schlucken. Ein Wolfsrudel erschien. Sie wurden vom Blutgeruch angezogen. Es war das perfekte Timing für Sneki, da er nach dem Essen der Chi-Auffüllpille hungrig wurde und er sich nicht an menschlichen Leichen laben wollte, also beschloss er, seinen Magen stattdessen mit ihnen zu füllen. Die Wölfe knurrten laut. Seit Sneki den göttlichen Dämonenkessel bekommen hat, kann er nun Nahrung fast sofort verdauen. Er aß einen Wolf, aber er wollte mehr. Die Wölfe griffen ihn an und er wehrte sich, um sie zu essen, da ein einziger Wolf kaum ausreicht, um seinen Bauch zu füllen. Er bemerkte, wie ausgehungert er war, und selbst wenn er bereits mehrere Wölfe verschlungen hatte, war er immer noch so hungrig. Er dachte, das liege an dem großen Dämonenkessel, der ihn mit nur Wölfen unzufrieden machte. Ein Wolf nähert sich langsam dem Bären. Sofort zerschmetterte der Bär ihn mit seiner großen Tatze. Sneki hatte nicht erwartet, dass der Dämonenbär trotz seiner Verletzungen immer noch so mächtig ist, und nach dem, was er in seinem Kampf mit den Schlangenfängern sah, ist der Bär mindestens auf dem Höhepunkt des 3. Levels, während Sneki nur auf dem Höhepunkt des 2. Levels ist. Sein Magen knurrt und er hat Speichelfluss, aber sein logischer Verstand sagt ihm, dass er sich nicht dem Hunger hingeben und alles für eine Mahlzeit riskieren sollte. Er ist so hungrig, dass er dachte, es wurde durch das Verlangen des Kessels verursacht, als ob er ihm sagte, er solle den Dämonenbären essen. Er rechtfertigte, dass die Kultivierung des Bären höher ist als seine, aber der Bär war schwer verletzt. Er dachte sich, dass er nicht stärker wird, wenn er weiterhin wegläuft, und jetzt sah es so aus, als hätte der Bär all seine Kraft eingesetzt, als er die Wölfe wegpustete. Sneki wusste, dass er, solange er schlau und vorsichtig genug ist, immer noch eine gute Möglichkeit hat zu gewinnen. Er stürmte hinein und nutzte die Gelegenheit, stärker zu werden. Er brachte die Augen des Bären mit seinem Schwanz zum Bluten. Der Bär knurrte laut. Sneki kam nicht ungeschoren davon. Sein Körper schmerzt, als er erkannte, dass der Bär 10-mal stärker ist als der Dämonenaal. Aber da er es geschafft hat, ihn zu blenden, sollte es jetzt einfacher für ihn sein. Nur noch ein kleiner Schub. Er konnte auch spüren, wie die Wirkung der Pille nachließ. Sein Körper wird wieder steif. Er erwartete, sich nach der Verdauung einer weiteren Pille zu erholen. Er hatte auch leichte Verletzungen, aber er wusste, dass sie heilen würden, nachdem er den Bären getötet hatte. Er biss den Bären in die Kehle. Er stürzt zu Boden. Obwohl er blind ist, ist der Bär immer noch stark. Sneki beschwert sich, wie schwer und schmerzhaft seine Angriffe sind. Er konnte spüren, wie seine Knochen brachen, aber er wusste, dass er seinen Hals nicht loslassen dürfte, bis er sein Genick brach. Der Bär knurrte laut, während er versuchte, die Schlange von seinem Hals zu entfernen, aber Sneki war entschlossen, nicht loszulassen. Sneki wurde auf den Boden geworfen. Der Bär liegt auf dem Bauch und knurrt vor Schmerzen, dass Sneki ihm die Kehle aufgerissen hat. Der Bär hat nicht mehr viel Zeit zu leben. Sneki beschloss, ihn aus der Ferne zu erledigen. Er wickelte seinen Schwanz um einen Ast und warf ihn auf den Kopf des Bären, wodurch dieser stark blutete. Er erwartete, dass er zu diesem Zeitpunkt tot ist, aber nur für den Fall, dass er es vortäuscht, beschloss er, seine Energie zu kanalisieren, um sich zu heilen, während er zusieht. Aber Sneki hörte ein Geräusch. Die Wölfe sind zurück. Er schrie die Wölfe an und sagte, dass der Bär ihm gehört und sie ihn nicht nehmen können. Das zwang Sneki, die letzte KI-Auffüllpille zu essen, um sie alle zu töten. 2 Stunden später sind alle Wölfe tot.
Sneki ging als Sieger gegen sie hervor, aber seine Verletzungen hatten zugenommen. Er sah erschöpft aus. Er wusste, dass die Wirkung der KI-auffüllenden Pillen nicht lange anhalten würde und er immer noch verletzt war. Er musste einen sicheren Ort zum Verstecken finden und sich erholen, bevor er sich kultivierte. Sneki riss ein Tuch ab, nur für den Fall, dass die Schlangenfänger wiederkommen würden. Er wickelte es um seinen Schwanz und schleifte das Fleisch hinter sich her, während er durch die Leichen ging, die ihn umgaben. Er fragte sich, wie oft es wohl dauert, bis man als Mensch wiedergeboren wird und dass diese Menschen dann einfach so sterben. Sneki bemerkte etwas. Es war die Leiche des Mannes und seine Hunde waren neben ihm. Sneki fragte die Hunde, warum sie nicht wegliefen, obwohl der Mann schon tot war. Wenn das so weitergeht, würden die Hunde erfrieren. Als Sneki die Körper der Hunde untersuchte, waren sie bereits steif. Sie waren bereits erfroren. Zu sehen, wie diese Hunde an der Seite ihres Meisters blieben, selbst als der Meister tot war, löste in Snekis Herzen einen Konflikt aus. Sneki wusste, dass in ihrer Welt nur die gerissensten und betrügerischsten überleben. Sneki war fest entschlossen, zu überleben, egal was als nächstes geschieht. In einer bestimmten Höhle befindet sich eine Pfütze vor der Höhle, die es schwer macht, sie zu bemerken. Sneki nahm an, dass der Ort ihn schützen würde. Solange er sich noch bewegen konnte, beschloss er, mit dem Dämonenbären zu kultivieren. Der Bär war köstlich. Jetzt wusste Sneki, dass es kein Wunder war, dass der göttliche Dämonenkessel so unruhig war. Er spürte eine vertraute Empfindung, und er hatte es geschafft. Sein Schwanz sah gut aus mit den goldenen Stacheln. Sneki feierte seinen Aufstieg zum 3. Level des spirituellen Erwachens. Er hatte endlich das 3. Level durchbrochen. Nicht nur das, er erreichte den Höhepunkt des 3. Levels und sein Schwanz hatte 10 goldene Stacheln bekommen. Trotz eines großen Risikos hatte er eine große Belohnung erhalten. Der Kampf hatte sich für ihn gelohnt. Er stellte sich vor, wie er im nächsten Frühjahr einen Berg besetzen und König werden würde. 3 Monate später. Der Winter endete und der Frühling kam. Sneki erwachte aus dem Schlummer. Seine Länge beträgt jetzt ca. 2,4 Meter und seine goldenen Schuppen haben sich auf 11 erhöht. In den letzten Monaten hat sich nicht nur seine Länge erhöht, sondern auch sein göttliches Bewusstsein hat sich erweitert. Er spürt 2 Eber in der Nähe und beschließt, sie für seine Mahlzeit zu jagen und sich zu bewegen. Er griff einen Eber an. Er sah, dass es ein Weibchen ist und sie schwanger ist. Er beschloss, stattdessen das Männchen zu essen. In den letzten Monaten hat Sneki erstaunliches neues Wissen erworben. Es nennt sich ökologisches Gleichgewicht. Da er nicht mehr ins Dorf gehen kann, musste er herausfinden, wie er autark sein kann, indem er sich auf den Berg verlässt. Es reicht nicht aus, den Berg zu besetzen und König zu werden. Wenn er endlose Beute wollte, wusste er, dass er die Jungen nicht töten darf. Er weiß, dass der Berg 25 Rehe, 20 Wildschweine, ein paar hundert Kaninchen und Wasserrehe hat. Es gibt noch viel mehr Tiere, die sich auf über 1000 summieren könnten. Sneki ist sich bewusst, dass es kein Problem wäre, seinen Magen zu füllen, solange er sich nicht überfrisst und seine Ernährung richtig plant. Aber das reicht nicht für seine Kultivierung. Aus dem, was er in den vorherigen Situationen gesehen hatte, muss die Kultivierung von Gelegenheiten und Abenteuern begleitet werden. Sneki beschloss, dass es für ihn an der Zeit ist, in seine Heimatstadt zurückzukehren. In einem bestimmten Wald gab es viele schwarze Schlangen unterschiedlichen Alters. Es war das Tal der Myriade von Schlangen. Mit der Ankunft des Frühlings erwachen alle Dinge wieder zum Leben, und die Paarungszeit hat begonnen. Aber Sneki argumentiert, dass er eine willensstarke Schlange ist. Eine Schlange wickelt ihren Körper um Sneki, und er wird jedes Mal rot. Früher, als er zurückkam, suchte ihn immer diese kleine weiße Schlange. Leider ist er ein Kultivierender, und sie ist nur eine normale Schlange. Sneki schiebt sie weg. Unser Junge hat jetzt die Gigashed-Anti-H-Zelle in seinem Körper. Wenn er es vor einem Jahr gewesen wäre, hätte er auch schamlos und unverschämt seinen Samen wie die anderen Schlangen in der Gegend verbreitet. Aber seit er seine Intelligenz erweckt hat, hat er das Interesse an solch niedrigen Begierden verloren. Der Grund, warum er dorthin gekommen war, war die Kultivierung. Er sah, wofür er gekommen war, die Schlangenfrucht. Sie reift alle 3 Jahre, und in diesem Frühjahr wird erwartet, dass sie wieder reift. Da sie besonders wirksam für Schlangen ist, wird das Essen der reifen Frucht seine Kultivierung stärken. Der Grund, warum er vor 3 Jahren die Fähigkeit erlangte, spirituelle Energie zu spüren, war, dass er versehentlich eine Frucht verschluckt hatte. Wenn er diesmal 3 Früchte verschluckt, fragt er sich, ob es ihm helfen wird, in die 4. Stufe einzubrechen.
Sobald er die mittleren Stufen des spirituellen Bewusstseinsreichs erreicht hat, wird er in der Lage sein, Zauber zu wirken und sich nicht mehr nur auf seinen Körper verlassen zu müssen. Sneki spürte einige Menschen. Einer sprach die sogenannte Schwester Song an, um ihr zu sagen, dass sie sich im Tal der Myriade von Schlangen befinden, das Seniorbruder Ding und er gefunden haben, und die Schlangenfrucht befindet sich gleich darin. Die Stimme desjenigen, der gerade sprach, kam Sneki bekannt vor. Der Mann drückte dramatisch aus, wie traurig er über Seniorbruder Ding war. Song sagte ihm, er solle die Vergangenheit ruhen lassen. Sie sagte ihm, er habe sich gut geschlagen, da er sich rehabilitieren konnte. Sneki erkannte, dass es wieder diese Schlangenfänger-Bastarde waren. Der Mann sagte, er werde der Senior-Schwester Song alle Schlangenfrüchte überlassen. Song antwortete, dass sie den Mann nicht ausnutzen werde und nur 2 Schlangenfrüchte für sie genug seien. Wu erinnerte Song daran, vorsichtig zu sein, da es sich um einen wertvollen Schatz handelt. Sie können erwarten, dass ein dämonisches Biest ihn bewachen würde. Song antwortete, dass es keinen Grund zur Sorge gebe, da sie sich bereits eine erstaunliche Waffe von ihrem Meister geliehen habe. Sie sagte Wu, dass die einzige Dämonenschlange in der Gegend der alte Schlangenkönig sei, und wenn er es wagen sollte, sich zu zeigen, drohte Song damit, seine Gallenblase zu einer Pille zu verfeinern. Sneki wurde wütend, nachdem er gehört hatte, dass diese Schlangenfänger es auf die Schlangenfrucht abgesehen haben und sie eine Waffe mitgebracht haben, um mit ihm fertig zu werden. Er überlegte, ob er fliehen sollte, aber die Schlangenfrucht ist fast reif und das Weglaufen würde es diesen Schlangenfängern nur erleichtern. Und auch diese Schlangenfänger sind vielleicht nicht so stark, wie er denkt, besonders wenn der Dämon und der Dämonenbär sie zuvor getötet hatten. Plötzlich spürte Sneki einen schrecklichen Geruch. Er tauchte ins Wasser, um sich zu verstecken und vorerst zu beobachten. Er berücksichtigt, dass diese Menschen auch interne Konflikte haben und am Ende untereinander kämpfen würden. Mehrere Schlangen starben oder flohen, als sich diese Schlangenfänger in der Gegend aufhielten. Wu fragte, was sie tun würden, wenn der alte Schlangenkönig nicht auftauchen würde. Song antwortete, dass sie nur die Früchte pflücken würde, wenn er nicht herauskommt, aber sie ist zuversichtlich, dass er auftauchen wird. Der alte Schlangenkönig lebt seit mehr als einem Jahrzehnt. Sein Leben neigt sich dem Ende zu. Er braucht diese Früchte, um seine Lebensspanne zu verlängern. In seinem Kopf antwortete Sneki, dass diese Schlangenfänger diejenigen sein würden, deren Leben zu Ende geht. Sneki ist wütend auf diese Frau, die Unsinn redet, aber Sneki erinnerte sich daran, dass die Dorfbewohner ihn auch alte schwarze Schlange nannten. Er weiß nicht warum. Es war nicht der beste Zeitpunkt, um darüber nachzudenken. Seit diese Schlangenfänger im Begriff sind, die Frucht zu pflücken, sagte Song zu Wu, er solle noch nicht hineingehen, da die alte Schlange herauskommt. Wu fragte, wo Sneki sei, und wurde nervös, als die Frau ihn bemerkte. Der Boden riss, gefolgt von einer Explosion. Song sagte Wu, er solle nach hinten sehen, und genau wie Song erwartet hatte, kam die alte schwarze Schlange heraus. Es war eine große Schlange, die genauso aussah wie unser MC. Sneki war verdutzt. Ihm wurde klar, dass es der echte alte Schlangenkönig war und Sneki selbst nur eine Fälschung sein könnte. Es könnte auch sein, dass der alte Schlangenkönig früher Ärger gemacht hat und einen schlechten Ruf hinterlassen hat. Dann wurde er zu alt, um auszugehen, und Sneki ging zufällig vor 3 Jahren aus und übernahm die Schuld. Song benutzte einen Sumpfzauber. Der Mund des alten Schlangenkönigs war weit geöffnet, aber Song hatte ihn mit Schlamm bedeckt. Sneki erkannte, dass der Schlangenfänger stark ist. Obwohl der alte Schlangenkönig alt ist, schafft er es immer noch, den Angriffen entgegenzuwirken. Song benutzte eine seelenunterdrückende Glocke. Es war ein weiterer Schatz, den sie wirkte, damit er in alle Richtungen erschallt. Sneki beschwerte sich über den Klang. Es war, als würde er ihn zerreißen. Auch der alte Schlangenkönig war unruhig. Song warf Eilschattenpfeile. Sie trafen den Kopf des alten Schlangenkönigs und ließen ihn laut zischen. Song sagte, dass er eine robuste Schuppe habe. Wenn sie abgeschält würde, wettete sie, dass sie zu einer kostbaren Rüstung verarbeitet werden könnte. Wu lobte sie und beschloss dann, ihr zu helfen. Wu wurde gesagt, er solle sein Windklingen-Talisman für einen großflächigen Angriff verwenden. Wu stimmte zu und sie planten, die Schlange auf diese Weise zu zermürben. Schließlich bemerkten sie, dass die alte schwarze Schlange nicht mehr lange durchhalten würde. Sneki erkannte, dass die Frau wegen des menschlichen Schatzes viel stärker ist als die vorherigen Schlangenfänger, denen er begegnet war. Die alte Königsschlange befand sich in einer schrecklichen Situation. Er überlegte, ob er ihm helfen oder einfach weglaufen sollte, nachdem er die Frucht verschlungen hatte, aber die Schlangenfrucht ist noch nicht reif, also könnte es nicht funktionieren, wenn er sie jetzt isst.
Schließlich beschloss Schlange, dem alten Schlangenkönig heimlich zu helfen, aber dann spürte Sneki eine Bewegung vom Schlangenfruchtbaum. Er fragte, wer da sei. Es war ein Dorfbewohner. Er freute sich, die Frucht gesammelt zu haben, während die anderen kämpften. Dank der Schlangenfänger, die den alten Schlangenkönig ablenkten, kann er die Frucht ganz für sich beanspruchen. Das machte Sneki wütend. Er stürmte direkt auf den Mann zu. Er war wütend, dass dieser Kerl plötzlich auftauchte, den Baum ausgrub und seine Wurzel zerstörte. Er schwor, den Mann in Stücke zu reißen, weil er überrascht war, dass der Mann versehentlich den Baum pflückte. Sneki verschlang den Dorfbewohner, während er ihn beschimpfte. Schließlich erkannte er, dass er den Baum zusammen mit dem Mann verschluckt hatte. Er spürte einen Schmerz in seinem Magen, als die Blätter verdaut wurden. Es war unangenehm. Er fühlte, wie sein Magen aufgebläht wurde, als würde er explodieren. Später erbrach er es dann. Er bemerkte, dass der göttliche Dämonenkessel voll war. Er hatte den Höhepunkt der 3. Ebene des spirituellen Bewusstseinsreichs erreicht. Er war erleichtert, dass er nicht vergiftet worden war. Es war einfach zu mächtig für ihn, um damit umzugehen. Er aß so viele Blätter des Baumes. Er fragte sich, ob die rasende Kraft, die er gerade erlebt hatte, wegen der Blätter war. Sneki bewegte sich schnell. Er dürfte nicht zulassen, dass der Schlangenfruchtbaum in die Hände anderer fiel. Er schob den Baum mit sich. Später sehen wir, dass der Körper des alten Schlangenkönigs in Stücke gerissen wurde. Wu lobte Song dafür, dass sie den alten Schlangenkönig in nur 30 Minuten besiegt hatte. Song war zuversichtlich, dass sie es schaffen könnte. Dann antwortete sie, dass Wu's Leistung mittelmäßig war. Es war Zeit für sie, die Frucht zu ernten, aber als sie den Baum erreichten, war es nur noch ein leeres Grundstück. Sie waren so verwirrt, wo der Baum war. Song fragte, wer das getan hatte. Sie verdächtigte Wu. Wu sagte ihr, wenn sie den Baum für sich selbst wollte, hätte sie es einfach sagen können und nicht etwas Hinterhältiges hinter seinem Rücken tun sollen. Das machte sie wütend. Sie fragte, was er anzettelte. Wu erwiderte, dass es genau das war, was sie gehört hatte. Sie sagte ihm, dass er sich schuldig fühlt und versucht, die Schuld auf sie abzuwälzen. Wu fuhr fort und sagte, sie solle ihren Komplizen rufen, der den Baum gestohlen hat. Wu versprach, dass er es dem Meister nicht erzählen würde, wenn sie in die Sekte zurückkehren. Song argumentierte, dass sie keinen Komplizen hat. Sie schlug vor, dass jemand anderes den Baum genommen haben muss. Wu glaubt ihr nicht. In Snakys Kopf war es ein perfektes Szenario, da beide denken, der andere habe ihn gestohlen. Er jubelte ihnen zu, dass sie kämpfen sollen. Wu nahm den Teleportationsjade-Token heraus, einen grünen runden Kristall, und schlug vor, dass sie ihren Meister rufen sollen, um die Angelegenheit zu klären. Song forderte ihn heraus, es zu tun. Plötzlich packte jemand Wu's Hand und sagte ihnen, sie sollen aufhören. Wu war überrascht, ihren ältesten Bruder Senior zu sehen. Der Mann sagte Wu, dass der Meister von ihren Bewegungen wusste und ihn heimlich geschickt hatte, um über ihn zu wachen. Er kam gerade an und sah die beiden untereinander kämpfen. Wu fragte, was sie jetzt tun sollen. Der Mann versicherte ihm, dass er, solange diese Person lebt, in der Lage sein wird, ihn aufzuspüren. Wu hatte keinen Zweifel daran. Da der Mann sich auf der 6. Ebene des KI-Auffüllungsreichs befindet, wird er den Dieb definitiv fangen. Sneki zitterte, als er das hörte, da er kein Gegner für ihn ist. Er dachte, dass das ganze Versteck tief genug war und alles, was er tun konnte, war, sein göttliches Bewusstsein vorübergehend abzuschalten. Er nahm an, dass selbst jemand auf dem Höhepunkt des KI-Veredelungsreichs ihn nicht finden kann. Sneki roch etwas. Es war so ein schlechtes Timing. Die Frucht reift. Der älteste Bruder spürte sofort, dass es von unterirdisch kommt. Er benutzte die Erddurchquerungstechnik, um in die Erde einzutauchen. Sneki wusste, dass der Mann kommt. Alle Kultivatoren der mittleren Stufe wissen, wie man Zauber wirkt, und der Zauber ist die Erdfluchttechnik der 5-Elemente-Technik. Sneki schluckte eilig die Frucht, bevor er sich entschied zu rennen. Er betete, dass der göttliche Kessel es schnell verdauen möge. Der Mann kam endlich an und bemerkte, dass der Dieb ein ziemlicher Läufer sei und dass die Durchquerungstechnik des Diebes nicht schlecht war. Er fragte sich, welches Kultivierungsniveau der Dieb hatte. Der Mann aß eine Pille und grub im Boden, während er verkündete, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde. Er war wütend, dass der Dieb es wagte, von den Schlangenfängern zu stehlen. Der Mann rannte mit Blitzgeschwindigkeit. Sneki spürte, wie er näher kam.
Er sagte dem göttlichen Dämonenkessel, er solle aufhören zu faulenzen und so schnell wie möglich verfeinern, sonst wären sie beide erledigt. Der Mund des göttlichen Dämonenkessels wurde breiter. Sneki war überrascht, dass er verstand, was er sagte. Sneki spürte, wie sich die goldene Energie schnell in seinem ganzen Körper ausbreitete. Seine giftigen Reißzähne wuchsen, seine Muskeln dehnten sich aus und neue goldene Schuppen bildeten sich. Er konnte eine brandneue Version von sich selbst spüren. Der Mann war angekommen, während Sneki die 4. Stufe des spirituellen Bewusstseins durchbrach. Der Mann war überrascht, dass das, was er einen halben Tag lang gejagt hatte, kein Kultivierender, sondern eine Schlange war. Sneki sah ihn mit mürrischen Augen an. Es war komisch. Der Mann bemerkte, dass genau diese Schlange gerade die mittlere Stufe des spirituellen Bewusstseinsreichs durchbrochen hatte. Sie hatte noch nicht gegen ihn gekämpft, aber sie nahm bereits den Baum und floh. Er hatte beobachtet, dass diese Art von Intelligenz nicht einmal die meisten großen Dämonen in der Gründungsetablierung besitzen. Er wusste, dass der Dämon nicht getötet werden konnte. Er beschloss, ihn lebend zu fangen und ihn zurück zum Dämonensuchtrupp zu bringen und ihn zu untersuchen. Es würde eine großartige Leistung für sie sein. Sneki durchbrach schließlich die 4. Stufe des spirituellen Bewusstseinsreichs. Die goldenen Schuppen an seinem Schwanz waren gewachsen und er spürte, dass er größer, stärker und schneller wurde. Er wusste, dass er entkommen könnte, aber zu seiner Überraschung hatte der Mann ihn eingeholt. Der Mensch kennt nicht nur den Zauber, sondern hat auch einen Schatz. Der Mann benutzte seinen Schatz, den strahlenden Zähmungsring. Der Schatz sah aus wie ein Seil. Sneki weiß, dass er verloren ist, wenn er gefangen wird. Er versuchte, ihn mit seinem Schwanz abzuwehren, aber er war überrascht, dass seine goldenen Schuppen ihn nicht zerstören konnten, mehr noch, er konnte ihn nicht einmal wegschlagen. Sneki ist genervt. Er wusste, dass spirituelle Schätze alle vom göttlichen Bewusstsein kontrolliert werden. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr eine Fortsetzung sehen möchtet, lasst uns doch ein Like da, unser Ziel sind 500. Schreibt uns außerdem gern in die Kommentare, ob euch diese Art von Video gefällt. Bis zum nächsten Mal.